Der lässt sich das aber nicht nehmen und drückt sich auch noch vor der Schikane außenrum wieder in den Pulk rein. Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Hobby Racer Kanal. Ja, ich habe es euch in den vergangenen Videos häufiger erwähnt. Ich habe noch einiges an Material übrig von vergangener Saison. Das heißt, ich habe noch ein paar Rennen, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten will. Und da fangen wir auch direkt an mit dem Rennen von Most mit CR Moto. Babbeln gar nicht lang rum, sondern gehen direkt rein. Wir waren mit CR Moto letztes Jahr in Most gewesen. Super geiles Event und natürlich, wie es zum CR Moto Event dazugehört, gehört auch das Fun Race mit rein. Ich bin das Tausender-Rennen mitgefahren. Im Race 1 bin ich hier an 7. Position gestartet und wie ihr sehen könnt, um mich rum die üblichen Verdächtigen wie der Martin vor mir, der Uli schräg vor mir, die Jessie schräg rechts hinter mir. Und die sollte auch noch später raus interessant werden, weil mit ihr habe ich mir ein ganz besonderes Battle geliefert. Aber gar nicht lang babbeln, wir gucken uns den Probestart an für die Warm-Up-Lap. Wer schon mal in Most war, der weiß genau, dass die erste Schikane ziemlich kritisch ist. Man kommt mit sehr viel Speed auf eine sehr enge Schikane zu und da muss man immer gut aufpassen, da kann es immer gefährlich werden. Deswegen schon mal Daumen drücken, dass jetzt im Warm-Up-Start alles gut geht und jeder sich soweit seinen Bremspunkt raussucht. Man merkt schon, alle sind dann doch sehr verhalten und vorsichtig, was gut ist in dem Fall. Und ja, es funktioniert soweit, zumindest im Warm-Up-Start schon mal ganz gut. Mein Start war auch soweit in Ordnung. Müssen wir jetzt Daumen drücken, dass wir direkt hier beim Live-Start jetzt auch einen guten Start hinlegen und gut ins Rennen reinfinden. Die Ampel ist auf Rot und Ampel aus, los geht's und ich habe mal wieder den Start verschlafen. Der Kollege hinter mir ist viel besser weggekommen, schießt auch direkt mal schön durch. Uli neben mir hat ein bisschen Probleme gehabt und Jessie ist auch ganz gut gestartet, erstmal am Uli vorbei. Der lässt sich das aber nicht nehmen und drückt sich auch noch vor der Schikane außenrum wieder in den Pulk rein und kann dadurch direkt wieder Positionen gut machen. Ich selber, ihr habt es gesehen, habe direkt mal 3 Positionen verloren. Schande über mein Haupt, mal wieder den Start verschlafen. Also da muss ich für diese Saison noch einiges üben, damit das besser wird. Soweit, aber alle durch die erste Schikane gut durchgekommen. Es gab keine Crashs und ich habe versucht, direkt am Feld vor mir dran zu bleiben, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ihr seht es, direkt vor mir ist die Jessie und wir fahren auf die Spitzkehre zu und hier geht sie ein bisschen weit. Ich habe die engere Linie und kann schön hart ans Gas gehen und sie dadurch innen überholen und mir wieder die 8. Position von ihr zurückschnappen. Dann ging es weiter, bloß nicht den Anschluss zu verlieren. Und irgendwie dranbleiben, damit ich mir die 2 anderen verlorenen Plätze genauso wieder zurückholen konnte. Ihr seht es zumindest bei den 2 Fahrern direkt vor mir, klappt das soweit auch ganz gut. Die fahren mir nicht wirklich weit davon. Das Feld davor wiederum, die Top 5, die ziehen dann schon ordentlich an und haben schon in der ersten Runde einen guten Vorsprung rausfahren können. Letzte Doppel rechts. Vor Start Ziel und dann gilt es darum, gut den Ausgang treffen, hart ans Gas gehen und in den Windschatten hängen, um mich bei dem Kollege hinten anzuhängen, weil ich wusste, Ende Start Ziel, auf der Bremse bin ich stark und ihr seht es auch hier, ich schere schon aus und gehe auf der Bremse direkt an beiden Leuten vorbei, in die Schikane rein, innen rein. Ja, ihr seht, es war sehr eng gewesen, aber ich wusste, ich bin stark auf der Bremse, genug Geschwindigkeitsüberschuss noch gehabt. Am Ende hat es für alle gepasst. Und es kam zu keinem Crash. Hier am Ausgang von der Schikane wurde es dann nochmal eng. Da sind sie mir nochmal richtig nah auf die Bälle gerückt, aber ich konnte mich durchsetzen und konnte somit meinen 6. Platz wieder zurückerobern und verteidigen. Wieder rein in die Schikane. Ihr seht, ich kann die richtig schön eng nehmen und ab dem weißen Dreieck wieder richtig rausfeuern, die Gänge durchdrehen. Und hier auch den Berg runter, die Passage, wieder schön den Gang ausdrehen, bis es dann wieder zur Bremsphase unten in der Kuppe kommt und dann auf dem Weg hoch ab zum Matadorbogen. Ihr seht, hinter mir ist mittlerweile schon ein bisschen Platz, also ich konnte mich direkt gut absetzen und habe jetzt versucht, so gut es ging, wieder den Anschluss ans vordere Feld zu kriegen.
wieder gut den Ausgang treffen. Aus der Doppelrechts, raus auf Startziel, über die Curbs feuern, die Gänge voll durchbeschleunigen. Ja, die R1 zeigt dann natürlich, was er an Leistung hat. Und wieder richtig schön hart spät ankern. Und ihr seht es vorne, durch meine Bremsmanöver auf Startziel kann ich immer wieder ein bisschen die Lücke zufahren zum vorderen Feld. Die Top 5, ich habe sie noch direkt vor mir und versuche weiter die Lücke zu schließen. Mit einer 1,44,6 bin ich damit auch schon in einer ganz ordentlichen Zeit direkt in der zweiten gezeiteten Runde reingekommen. Allerdings seht ihr hier direkt in den Folgepassagen auch schon wieder, wo meine Schwächen sind, dass ich immer wieder Stück für Stück den Anschluss verliere, solange es nicht zu irgendeiner harten Bremsphase auf eine Schikane oder ähnliches zukommt. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges an Verbesserungspotenzial da. Ihr seht es hier, die Senke runter ist schon wieder eine Riesenlücke zum Vorderfeld aufgegangen. Alles, was ich auf Startziel zugefahren habe, ist hier auch schon wieder zunichte gemacht. Also was den Speed in Most angeht und den mitzunehmen über den Verlauf von der kompletten Strecke, das ist eine Sache für sich, die ist nicht so einfach, muss man echt viel üben, um den Schwung ordentlich über die komplette Strecke zu transportieren und dadurch auch gute Zeiten zu machen. So, da sind wir wieder, Eingang doppelrechts, kurz vor Startziel. Ich bin hinterher gehechelt und habe das Beste versucht draus zu machen. Alles, was mir so möglich war, wieder schön über die Curbs, schön den Ausgang getroffen, Vollgas drüber und habe mit dieser Runde dann auch schon direkt meine schnellste Rennrunde mit einer 1,44,568 geliefert. Ja, schneller kann ich euch vorwegnehmen, sollte es im Verlauf vom Rennen leider nicht mehr werden. Und ich habe hier auch gemerkt, egal wie stark ich pushe, ich komme an das vordere Feld leider nicht mehr näher dran. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hier habe ich mich mit meiner Platzierung schon so weit abgefunden und habe nur noch darauf gehofft, dass ich meinen Speed so weit halten konnte, dass ich meinen 6. Platz verteidigen kann. Wir springen dann auch direkt schon mal 3 Runden weiter in die Schikane von der 7. Runde rein und ihr seht es auf einmal hinter mir, eben erwähne ich es noch, ich wollte meinen 6. Platz verteidigen, aber da taucht doch schon wieder ein Punkt hinter mir auf. Ja, in der Zeitentabelle könnt ihr es sehen, ich konnte auch meine 44er Zeiten nicht mehr konstant fahren, das heißt, ich habe hier auch schon angefangen ein bisschen abzubauen, ein bisschen nachzulassen, einfach weil mir der Zug von vorne gefehlt hat, der Anschluss gefehlt hat, dass ich mich weiter hätte ziehen können, um tiefere Zeiten zu fahren und ich dann in so einen Trott reingekommen bin. Und diesen Trott, den hat sich jemand zunutze gemacht, und zwar wieder die Jessie auf ihre RSV 4. Ja, willkommen zurück. Sie hat gesehen, dass ich nachlasse, hat selber auch weiter aufgebaut und konnte dann die Lücke zu mir wieder schließen, hat sich gegen die 2 anderen Fahrer vorher auch durchgesetzt und ist jetzt wieder richtig nah an meinem Heck dran, was ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht gewusst habe. Das heißt, ich bin zu dem Zeitpunkt mit meiner 45 hoch über die Strecke gepimmelt und bin da ganz gemütlich gefahren, ohne jetzt irgendwelche neuen Rekorde zu brechen, ohne irgendwie ein Risiko einzugehen. Ich wollte das Rennen einfach sauber zu Ende fahren und mir war gar nicht bewusst, wie nah sie auf einmal wieder gekommen ist. Auch hier wieder mit einer 45,3 keine persönliche Bestzeit gesetzt und das hat sie natürlich genutzt, um immer näher dran zu kommen. Ihr seht es hier, sie ist schon richtig nah an meinem Heck wieder dran und wartet einfach nur auf die passende Gelegenheit, wieder an mir vorbeigehen zu können. Auch hier Zufahrt zur Spitzkehre wieder, ist sie richtig nah dran. Mein Vorteil ist, dass ich hier anscheinend den Ausgang besser treffe und mit der R1 richtig hart ans Gas gehe und mir dadurch dann wieder einen kleinen Vorsprung und eine Lücke rausfahren kann. Das Ganze war dann am Ende so gut genug gewesen, dass ich, trotz dass sie nah an mir dran war, den Vorsprung, solange es geht, halten konnte. Auch unter Matador-Bogen durch und dann durchs Geschlängel hinten. Seht ihr, sie ist nah dran, hat einen richtig sauberen Fahrstil
Aber überall da, wo ich dann wieder die Leistung von der R1 ausspielen kann und so richtig das Gas aufreißen kann, mache ich Meter, fahre mir wieder eine kleine Lücke auf und gehe mit dieser Lücke dann auch hier in die Doppelrechts wieder vor Start Ziel rein. Womit der Zahn am Ende dann gezogen war. Hier nochmal schön den Ausgang treffen, hart ans Gas, Leistung ausnutzen und ab über die Ziellinie, und damit soll es das gewesen sein. Ich konnte meinen 6. Platz verteidigen, konnte die Jessie am Ende noch hinter mir halten. Es war ein richtig cooles Rennen, richtig schön Spannung am Anfang gewesen, schöne Überholmanöver, sauber alle durchgefahren, keine Crashes. Und ihr seht, sie schließt zu mir auf, wir geben uns nochmal ein Shake Hands für ein richtig geiles Rennen. Auch nochmal Glückwunsch an alle Top 5, die vor mir ins Ziel gekommen sind. Richtig starke Zeiten gefahren, richtig starkes Rennen, schöne Battles, wie ich im Nachgang gehört habe. Und wie immer war das Funrace von CR Moto mal wieder ein voller Erfolg. Ich kann es jedem nur empfehlen, fahrt Rennen, es macht so viel Spaß. Dabei könnt ihr richtig was lernen und ihr habt vor euch, hinter euch immer Leute, die in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie ihr fahrt, sodass ihr euch dann ziehen lassen könnt. Das heißt, eure Zeiten könnt ihr im besten Fall nochmal verbessern. Und ihr setzt neue Maßstäbe für euch selber. Ihr lernt, wo kann der andere besser bremsen, wo kann ich mich verbessern, aber auch andere um euch drumherum erkennen, wo haben sie noch Verbesserungspotenzial. Alles in allem muss ich wirklich sagen, schönes Event, schönes Rennen gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall dieses Jahr wieder mit CR Moto in Most zu sein, mit wieder denselben Kandidaten unterwegs zu sein und auf hoffentlich wieder ein schönes Rennen. Wenn ihr jetzt noch Bock auf ein weiteres Rennen von mir habt, dann checkt mal hier oben das Video von Brünn aus. Da bin ich das erste Mal ein Rennen gefahren, war auch mega spannend. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.